Ach ja, das schöne Sauerland. Und erst recht jetzt zur Weihnachtszeit. Wir machen uns auf zu den Christkindern auf den idyllischen Weihnachtsmärkten im Süden Nordrhein-Westfalens. Da warten Bergbesteigungen auf uns, die man wahrscheinlich nicht vergessen wird. Und auch andere Weihnachtsvergnügen, die es sonst nirgendwo gibt. Ja, ja, die Sauerländer. Ziemlich wild, aber auch sehr traditionell. Ich freue mich auf alte Weihnachtsbräuche in Bio-Qualität. Gucken wir doch mal, was es da alles zu gucken gibt. Auf dem Programm stehen edle Genüsse, Lichterglanz und jede Menge Musik vor den tollsten Kulissen. Heute feiern wir bei Wunderschön Weihnachten im Sauerland. Meine Reise startet in Eversberg bei Meschede, mitten in einem Laternenumzug. Da bin ich nun wieder. Ich freue mich sehr, so viele junge wie alte Eversberger zu sehen. Laternen, alle haben sich hier weihnachtlich versammelt. Gesungen soll ja auch gleich noch werden. Ich bin hier eigentlich zum Musizieren verabredet in Eversberg. Hier, raten Sie mal, was da drin ist. Aber jetzt erstmal wird, glaube ich, gesungen. Willkommen im weihnachtlichen Sauerland. Jetzt suche ich den Proberaum. Ach Gott. Ich weiß nicht so genau, ob ich jetzt richtig bin, aber es könnte. Tag auch. Bin ich hier richtig? Nicht interessant hier. Das muss man aber auch wissen, dass man hier durch die Schreinerei durch muss. Selbstverständlich, hör mal. Ach, hör mal, oh, da ist der Rest der Bande. Ja, guck, da sitzen Tag. sie alle. Tamina. Genau. Jupp. Friedel, hi. Friedel. Heuersheiner. Heuersheiner. Seiner. Seiner. Ja, wenn der Wind weht, gehen wir geradeaus. Wenn alles Kopf steht, gehen wir geradeaus. Und wenn wir immer geradeaus gehen, dann kommen wir irgendwann im Sauerland ganz bestimmt auch wieder an. Und wieso heißt ihr jetzt Tversprake? Das muss man jetzt mal überhaupt als erstes mal klären. Ihr seid ja hier so ein Kult schon im Sauerland. Im übertragenen Sinne heißt das Querkopf. Und das passt so ein für bisschen. uns ein bisschen, ja. Passt das so ein bisschen für alle drei? Ja. Da machst du nix, selbst mit Englisch oder mit Latein, werde ich ewig ein Sauerländer sein. So, okay, das heißt, ihr habt ein Weihnachtslied geschrieben zum allerersten Mal. Und da kann man jetzt Geige zu brauchen. Auf jeden Fall. Und die Idee ist, wir probieren das jetzt mal Wir zusammen. probieren das einfach mal. Der Saal ist gemietet, die Show schon ausverkauft. Und jetzt ich mit meiner Geige. Was für ein Abenteuer. Mein erstes Weihnachtsgeschenk, wo ich wirklich noch eine gute Erinnerung habe, ist eine kleine Achtelgeige. Weil ja mein Großvater Geigenlehrer war, mein Vater Geigenlehrer ist. Und da musste das Kind natürlich ganz früh eine Geige bekommen. Und da war ich wirklich schwer beeindruckt. Geht schon, oder? Okay. Genau. Einfach Also legt mal auf los. Ich Du einfach mal mit und dann Genau. Sing du mal ein bisschen mit. Nee, nee, Feuer mit. Mit dem Christbaum ist ja nicht viel los. Der ist treu und viel zu groß. Ah, wird schon. Nee, nee, Feuer Das übt noch. Aber klingt Aber schon. wir sind auf einem guten Weg, glaube ich, oder? Ja. Also so das ein oder andere Trefferchen war dabei, wohl? Ja, da waren schon schöne Sachen dabei. Das ist immer das Kämmer so. Da war schon viel Schönes dabei. Sie hat sich redlich bemüht. Okay, Mensch, nett. Mann, Mann, Mann. Ach. Aber wenn wir noch ein bisschen üben, könnte das ganz nett werden, Ja, oder? ja, oder? Ich glaube, das Oder? kriegen wir, Das kriegen wir hin. Kriegen wir auf Müssen wir jeden noch ein Fall. bisschen gucken, wann, Ja, wann genau. wie, was. Aber ich wurschtel mich einfach so mit Das kriegst dazu. du hin, das kriegst du hin. Also ein schönes Lied. Ich bin bei dir, hör mal. Ja, gut, Ne? gut. Ich Ich pass bin auf ja dich froh, auf. dass ich nicht alleine bin. Dann traue ich mich mit euch, traue ich mich dann auch auf die Bühne. Ja. Nur
Nur Fliegen ist schöner. Und von oben sieht man gleich, Sauerland ist Tannenbaumland. Die Gegend ist bekannt für ihre kargen Böden und genau deshalb gedeihen die Tannen hier besonders gut. Über 10 Millionen Weihnachtsbäume gehen von hier aus in alle Regionen Deutschlands. Da liegt es nahe, dass man sich von hier einen Baum mitnimmt, wenn man schon mal da ist. Ich fahre zu einer besonderen Tannenbaumplantage in Schmallenberg. Ganze Schafherde zwischen den Weihnachtsbäumen. Tag, Herr Schulte-Göbel. Guten Tag, Frau Kallert. Mensch, da komme ich ja genau richtig. Ja, ist richtig. Weihnachtsbäume und Bäume, soweit das Auge reicht. Was haben denn die Schafe mit den Bäumen zu tun? Ja, wir haben die Schafe, das sind Shropshire-Schafe. Die sind besonders dafür geeignet, dass sie die Kulturen sauber halten, dass sie das Gras und das Unkraut fressen. Und was sie nicht fressen, das müssen wir dann noch mit dem Balkenmäher oder mit der Sense ausmähen. Das heißt also, die Schafe ersetzen jetzt sozusagen das Unkraut-Vernichtungsmittel, was man ja sonst manchmal braucht bei den Tannenbäumen. Das ist richtig so. Wir setzen schon seit über 20 Jahren auf Biobäume ohne Einsatz von Spritzmitteln. Alle Mann aufsitzen! Sehr zu empfehlen und ein beliebtes Familienevent vor Weihnachten, Tannenbaumschlagen direkt vor Ort. An allen Wochenenden im Advent, erzählt Herr Schulte-Göbel, kann man auf seinem Hof Bio-Tannen in der Schonung aussuchen und selbst schlagen. Dazu gibt's Glühwein und Erbsensuppe. Übrigens, Männer finden ihren Baum viel schneller, meint Herr Schulte-Göbel, wenn ihre Frauen nicht dabei sind. Komm, in welcher Größe kaufen die meisten Leute denn? Die Größen sind so um 1,80 Meter, 2,20 Meter, das ist der gängigste Baum. Aber es geht auch mittlerweile ein bisschen mehr zum kleineren Baum. Vor Jahren waren größere noch so 2,50 Meter, 2,80 Meter. Aber es kommt ja auch auf die Gegenden an. Es gibt ja Gegenden, wo die Häuser, die Wohnungen sehr hoch sind, die Altbauten, die haben 3,50 Meter und die wollen da nicht einen Baum von 1,50 Meter drin haben, den finden sie nicht drin wieder. Manche Kunden haben mit Bäumen, die Chemikalien ausdünsten, schlechte Erfahrungen gemacht. Die Nachfrage nach Biobäumen mit Zertifikat wächst. Eine Kundin, die wir hier treffen, kauft nichts anderes mehr. Weil ich früher immer allergisch auf Tannenbäume reagiert habe. Beim Schmücken habe ich kompletten Ausschlag überall gekriegt. Und wirklich bei diesen Bio-Tannenbäumen habe ich es nicht mehr gehabt. Geschafft. Der ist knapp 2 Meter. Juhu! Ja! Tannen brauchen übrigens 10 Jahre, um 2 Meter hoch zu wachsen. Die beliebteste Sorte ist die Nordmann-Tanne. Da sind die Nadeln nicht so pieksig und sie hält lange. Den nehmen wir. Ja, gefällt der Ihnen? Was meinst du, Gustav? Ja, der ist Alles klar. Passt genau. Schönen Dank, ja. Ja, bis jetzt, ja. Tschüss. Weihnachtsbäume im Sauerland, das ist ein riesiger Wirtschaftsfaktor. Der Trend geht übrigens zum Zweit- und Drittbaum, zum Beispiel für den Garten oder die Terrasse. Und immer mehr Betriebe, auch im Sauerland, sind ins Internetgeschäft eingestiegen und versenden ihre Bäume, manchmal sogar geschmückt, per Kurierdienst. Einige Tannenbaumbetriebe haben übrigens seit neuestem zur Bewachung ihrer Bäume sogar Sicherheitsdienste organisiert. Denn solche Lagerplätze haben in der Vergangenheit auch Kriminelle angezogen, die die Bäume in großem Stil illegal abtransportiert haben. Danke! Tschüss. 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 Nun fahre ich nach Rehsiepen, dem höchstgelegenen Dorf des Sorpetals. Da, zum alten Forsthaus. Da wollen wir hin. Das über 100 Jahre alte Haus liegt völlig abgeschieden im Wald. Wo früher Förster mit ihren Familien lebten, bin ich jetzt mit einer Weihnachtsexpertin für die Region Sauerland verabredet.
Als ich komme, macht sie gerade traditionelles Gebäck fürs Fest. Bärbel Michels ist eine regionale Berühmtheit. Und über sauerländische Traditionen hat sie bereits 3 Bücher geschrieben. Ich bin eine Weihnachtstante, ja. Also Weihnachten ist für mich einfach so die schönste Jahreszeit. Und ich finde, unser Haus bietet sich auch dafür einfach an. Also das ist einfach, ja, weil wir sind hier abgeschieden von dem ganzen Trubel, der außerhalb ist. Und wenn diese abgeschiedene Umgebung auch noch ein weißes Kleid anhat, ist die Idylle hier kaum zu überbieten. Ein Forsthaus von 1885 mitten im sauerländischen Weihnachtswald. Wen wundert's, dass Bärbel Michels und ihr Mann Peter in ihrem historischen Haus die Weihnachtstraditionen pflegen. Den Baum holen sie aus dem Wald eines Nachbarn. Traditionell sind auch die roten Kugeln, mit denen der Baum geschmückt wird. Und die Krippe darf natürlich auch nicht fehlen. Wie ist das denn mit den Bräuchen, den Weihnachtsbräuchen hier im Sauerland? Da sind Sie ja die Expertin. Was ist denn das Besondere hier in dieser Region in der Weihnachtszeit? Ja, ein Brauch, den es eben nur hier gibt, ist das schwebende Christkind. Das Christkind gab es ja zunächst in eher protestantisch geprägten Gegenden, weil der katholische Nikolausbrauch Martin Luther nicht gefiel. Von da an ging eben das Christkind von Haus zu Haus, gekleidet wie eine Braut, das Gesicht verhüllt. Es erinnert die Kinder daran, brav zu sein und bringt Geschenke in die Häuser. Okay, und wie schwebt das? Was macht das? Das sind die größeren Mädchen, die kamen am Sonntag vor Weihnachten, gingen die zu den Häusern, wo kleinere Kinder waren und hielten eine Puppe vors Fenster und ließen die schweben. Ach. Und die kleinen Kinder haben wirklich geglaubt, das wäre das Christkind in eigener Person. Dieser Brauch war noch bis in die 1960er Jahre im Sauerland üblich, erzählt mir Bärbel Michels. Die älteren Mädchen zogen mit ihrer selbst gebastelten Christkindpuppe durch den Ort und hielten sie vor die Fenster. Und die Kleinen warteten am Heiligen Abend darauf, dass es dann endlich käme, das Christkind. Ja, was halt auch ein ganz besonderer Brauch ist, das ist das Wurstsingen am 2. Weihnachtstag. Es klingt so komisch, Wurstsingen. Und zwar die jungen Burschen zogen durchs Dorf, sangen ein Heischelied. Heischelied? Ja, also quasi, man könnte bettelnd sagen, aber sie bettelten ja nicht für sich selbst, sondern für einen guten Zweck. Mit dem Singen sammelte man früher im Hochsauerland am 2. Weihnachtstag Wurst und Schnaps, aber auch Wachs, aus dem dann eine Gemeindekerze für die Kirche geformt wurde. Der Schnaps und die Wurst wurden dann in der Dorfkneipe versteigert, manchmal aber auch gegessen. Und dieses Wurstsingen, macht man denn das noch? Das wird in der Arnsberger Gegend, soll das wohl noch gemacht werden. Dass die Burschen tatsächlich... Ja, dass die Burschen noch... Und singend? Ja. Können die auch noch singen? Ja, natürlich. Ein interessanter Nachmittag war das. Und die Plätzchen von Bärbel Michels, einfach lecker. Ein echter Vorgeschmack auf Weihnachten. Tschüss, altes Forsthaus, jetzt geht's auf unserer Reise weiter nach Willingen. Das Sauerland ist ja das Land der 1000 Berge. Im Dezember sind sie allerdings meistens noch grün, zum Leidwesen aller Skifreunde, die in den Weihnachtsferien gern auf ihre Kosten kommen. Selbst der Willinger Hausberg, der 837 Meter hohe Ettelsberg, ist nur auf der bemalten Karte durchgängig beschneit. Aber wie heute eben in Wintersportorten so üblich, behilft man sich mit moderner Technik, eben mit Kunstschnee. Skibetrieb hier an allen Hängen in Willingen. Das ist ja nicht nur der Ettelsberg, das ist auch das Skigebiet. Ja. Ritzhagen, Sonnenlicht. Da hinten sind doch einer. Was sind das hier, die zwei? Ja, das ist einmal Ritzhagen auf der rechten Seite und auf der linken Seite der Sonnenlift. 7 Kilometer Skipiste werden hier künstlich beschneit.
Willingen lebt heute fast ausschließlich vom Tourismus. Rund 1 Million Übernachtungen pro Jahr zählt man und blickt seit 1910 auf eine lange Wintersporttradition zurück. So, und jetzt kommen wir hier schon langsam auf die Höhe, ne? Ja, so langsam aber sicher fahren wir jetzt gleich auf den, ja, praktisch zum Ende der Bahn in dem Sinne, auf den höchsten Punkt vom Ettelsberg. Man sieht jetzt hier auch wunderschön die weiße Zunge, also die Schneekanonen. Das ist alles Kunstschnee, schon, unglaublich. Ja, unglaublich. Ja, die haben hier schon ordentlich was hingeschossen, so wie man das sagt. Und natürlich ist es noch nicht so weit, dass man jetzt mit den Pistenwalzen das auseinanderschieben könnte, dass man hier Skibetrieb hat. Also es muss dann noch ein bisschen was dabei gemacht werden. Im Boden liegen kilometerlange Wasserleitungen zu 50 Stellen, wo die Schneekanonen angeschlossen werden. Und wenn der Schnee schon mal da ist, sollte man ihn auch benutzen. Knietief. Vorsicht. Frieden. Eiskalt, ne? Eiskalt, ne? Aber nett. Ja. Walken, Wandern, Schanze, Freeride. Ach, guck. Der Langenberg ist nämlich der höchste Berg in Nordrhein-Westfalen. Man denkt ja oft, das ist der kahle Asten, aber nein, höchster Berg in Nordrhein-Westfalen mit 843 Metern ist der Langenberg. Nur, dass das klar ist. Neben dem Hochheideturm befindet sich ein Gewässer, das aussieht wie ein idyllischer Bergsee. In Wirklichkeit ist das aber das Wasserreservoir für die Schneekanonen. Über 50.000 Kubikmeter Wasser warten darauf, verschossen zu werden. Vor allem, wenn der Schnee auf dem Ettelsberg noch nicht so hoch liegt, schauen sich viele Besucher die Glasbläserei hier mitten in Willingen an. Es ist ja immer wieder schön anzugucken, das uralte Handwerk. Die vor über 2000 Jahren erfundene Glasbläserpfeife ist heute immer noch das wichtigste Werkzeug. Wenn die Kugel bearbeitet wird, ist sie 1400 Grad heiß. Da staunen die Kleinen und die Großen. Und das Schöne ist, man darf sogar mitmachen. So, und jetzt ist die junge Dame dran. Mundstück. Und mal hier reinpusten. Denn Sie können pusten, was Sie wollen. Hier geht keine Luft mehr rein. Gut. Daraus wird ein Schneemann. Der Zylinder und das wird der Kopf. Wir wärmen das immer wieder ein. Wir machen jetzt Augen? die Augen. Ah, okay, also der junge Mann macht die Augen, er hier macht den Zylinder und das wird hier unser Geht's? Kopf. Das ist Ihr Kopf. Mhm. Nein. Er muss lachen. Jo, Oh, das wird der Zylinder. das wird der Zylinder. Wärme ich das jetzt noch mal ein? Vorsicht, heiß. Ganz heiß. Ei, ei, ei. Guck mal, kalt. Den kann man jetzt mal anfassen. Der glüht nicht mehr. So, und dann kann man den so in den Kindergarten hängen. Über die weihnachtlich geschmückte Willinger Dorfstraße geht's nun zum Brunnenplatz. Dort startet jeden Tag im Dezember um 16:30 Uhr das sogenannte Willinger Wintermärchen vor dem größten Adventskalender des Sauerlands. Heute ist ein Zirkus da. Ann-Kathrin Bichelmeier und ihre 3 Kinder sind aus ihrem Winterquartier in Fröndenberg an der Ruhr angereist. Der Name der Truppe: Mitmachzirkus Manegentraum.
Besonders begeistert sind die Willinger an diesem Abend vom ältesten Bichelmeier-Sohn Marlon bei seiner Königsdisziplin, dem Feuerspucken. Am nächsten Morgen geht meine Sauerlandreise hinauf in die Berge, Richtung Winterberg. Mir kommen gerade wieder die Twersbraken in den Sinn. Jetzt sind es noch 5 Tage bis zur Aufführung des Weihnachtsprogramms. Bisschen üben, das Weihnachtslied, das Sauerländische. Wir sind hier übrigens mitten im Wandergebiet. Vor kurzem wurde in der Gegend eine Nordic Walking Strecke eröffnet. Oh, wie schön da vorne, oh, wie schön. Ich bin auf dem Weg in die sogenannten Himmelsdörfer. Neuastenberg, Langewiese und Hohenleihe. Sie heißen so, weil sie dem Himmel so nah sind. Passt gut in eine Weihnachtssendung. Hier geht's ab nach Hohenleihe. Ich mache einen Abstecher zum Biobauernhof von Jörg Dienst. Er liegt direkt am Rothaarsteig, 720 Meter hoch. Aber wir sind der höchstgelegenste Biobauernhof Nordwestdeutschlands. Jörg Dienst ist nicht nur Bio, sondern auch Wetterbauer. 2-mal pro Woche, mittwochs und samstags, sagt er im Radio das Sauerlandwetter voraus. Das liest er am Verhalten seiner Tiere ab, sagt er. Interessant. Wie machen Sie das jetzt? Also, Sie beobachten jetzt Ihre Kühe? Ja, oder wie geht das mit dem Wetter und den Tieren? Ich habe ja viel mit den Kühen zu tun. Ich merke sie morgens und abends und kann ständig beobachten, wie sie sich verändern oder irgendwelche Sachen sind, was sonst nicht war. Besonders im Sommer, wenn Gewitter droht, dann sind die so unruhig und schlagen mit den Schwänzen, die Melkzeuge fallen ab, wollen melken und ich muss immer wieder dran machen und sehr viel Unruhe da drin. Dann gibt es wirklich bald ein Gewitter oder einen Sturm. Das kann man dann schon an den Tieren sehr gut erkennen. Also das heißt, sie werden dann nervös und unruhig? Es ist eine richtige Unruhe im Stall und die treten beim Melken und es ist ganz schlimm. Ja. Und den Hunden kann ich das auch ein bisschen ansehen vielleicht, weil Hunde haben ja mehrere Leute zu Hause. Auch kann man sagen, so, ich gucke meinem Hund morgens ins Gesicht und sage so, wie wird denn das Wetter? Das liegt dran, was ich in der Tasche hätte, dann ging es mir auch schon besser oder schlechter. Aber das ist Lesen im Kaffeesatz, denke ich mal. Also, Hunde kriegen das, ich glaube es nicht. Das also ich kann es nicht. Katzen sicher auch nicht. Ziegen und Kälber wohl auch nicht. Wir können doch die Kätzchen machen. Aber da gibt es ja noch andere Zeichen. Ich sehe, wenn ich den Ofen anmache, wie der Rauch hochsteigt, geht der Schnur gerade hoch, Kerzen gerade. Dann gibt es Gutwetter, Hochdruckwetter, dann haben wir einen schönen Wintertag. Und drückt der Rauch vom Schornstein sofort runter übers Dach. Haben wir drückende Wetterlage, ein Tief und es wird gar nicht gut. Vielleicht kommt dann auch Schnee, aber danach kann ich schon gucken, morgens. Aber ich muss aber auch dabei sagen, es wechselt sich, es wird anders im Moment. Also diese festen Regeln sind gar nicht mehr ganz so da, weil wie letztes Jahr, da hatten wir viele Mäuse im Herbst und danach gibt es eigentlich einen guten Winter. Und wir hatten gar nicht so einen guten Winter, es war ein durchschnittlicher... Was heißt ein guter Winter? Ein guter Winter, viel Schnee. Winter. Ne? Kalter Winter, viel Schnee. Und das war eigentlich davor das Jahr und letztes Jahr hatten wir viele Mäuse in der Mausefalle. Das sage ich auch im Radio dann immer. Aber ich war völlig aufs Eis gelaufen, damit es kam kein richtiger Winter. Ne? Halten wir also fest, die alten Bauernregeln greifen nicht mehr zuverlässig. Ob das am Bauern oder am Klimawandel liegt, wer will das sagen? Kahler Ast, Winterberg. Und der Blick wird weit. Das sogenannte Winterberger Winterdorf ist ziemlich romantisch. Besonders wenn es geschneit hat. Zum Glück kommen hier noch keine Schneekanonen zum Einsatz. Anders als in den Skianlagen, die in der Saison bis 22 Uhr geöffnet sind. Ohne Kunstschnee ginge hier gar nichts. Man kann froh sein, wenn es in einem Jahr überhaupt mal 20 Tage natürlich schneit.
In den Zeiten, als der Schnee in Winterberg noch 72 Tage pro Jahr vom Himmel rieselte, hat man hier seinen Ruf als bedeutendster Wintersportort Nordrhein-Westfalens begründet. Schon 1960 kamen auf jeden Winterberger 10 Wintersportler. Ich brauche jetzt einmal, kleinen Moment bitte, einmal 3 Doppelzimmer, möglichst in einem Haus. Dann würde ich Sie Geht das noch? morgen Geht noch? anrufen. Gut, ja, es sind aber noch mehr. Ich habe hier noch eine Schlange. Ich brauche wenigstens noch schätzungsweise 20 Betten, nicht? In diesen Zeiten steuerten bis zu 500 Busse pro Wochenende Winterberg an. Die größten Chancen auf natürlichen Schnee hat man heutzutage im Januar. Ich war für meine Moderation schon oft in Winterberg und Umgebung unterwegs. Klar, man redet immer über die 9 Skigebiete, die 42 Abfahrten und fast 50 Kilometer Pistenstrecken. Aber das Sauerland ist auch ein Wanderparadies. Überall werden Touren angeboten oder man macht sich alleine auf. Ich war vor einigen Jahren sogar mal mit einem Husky-Schlitten unterwegs. Ein ganz besonderes Erlebnis war es für mich, als ich in der legendären Möppis Hütte in Winterberg beim Bedienen geholfen habe. Camina? Was man nicht so alles macht, um einen Landstrich wirklich kennenzulernen. Jetzt bin ich im Anflug auf den kahlen Asten. Hier oben ist es auch im Dezember immer ein bisschen weiß. Das wollte ich schon immer mal machen. Musizieren in einsamer Landschaft. Kein Mensch in Sicht. Was für eine Gelegenheit, das Lied für die Tversbraken mal ein bisschen zu verinnerlichen. Hallo, ich übe ein bisschen Weihnachtslieder, weil ich noch später einen Auftritt habe mit einer Weihnachtsmusik. Und ihr? Wir machen Urlaub hier. Wo kommt ihr her? Von Holland. Wir schlafen in Hotel de Brabande. Aha. Und da kommen ganz viele holländische Gäste. Vom Hotel de Brabande hatte ich schon mal gehört. Es ist quasi eine holländische Kolonie mitten in Winterberg. Alles ist hier wie bei unseren Nachbarn. Auch die Dinnershow mit Tanz und Kostüm. Angefangen hat alles 1986 mit nur 8 Zimmern. Heute sind es 85 plus 28 Apartments. Nicht nur holländische Pannekoken locken die Niederländer nach Winterberg. Das Hotel wirbt damit, ein Skiparadies in nur 200 Kilometer Entfernung vom Heimatland zu bieten. Außerdem ein ausgefeiltes Animations- und Ausflugsprogramm. Von hier aus gehen auch Touren auf die Wintermärkte nach Dortmund, Siegen und Soest. Wir wollen eigentlich versuchen, für die kleinen Jungen ein bisschen zu Ski fahren hier. Ja, richtig und für schön. Kinder dann auch. Ja. Ja. Und für Kinder ist auch schön. Ja. Gibt's alles, glaube ich. Ist man rundum versorgt, ne? Ja. Das volle Programm.
Basteln, Schminken, Minidisco, Kinderkino mit Popcorn und sogar eine eigene Skischule für Kinder gehört auch zum Hotel. Ja, hoffentlich kommt noch Schnee. Ja, aber wir haben schon gesehen, Pisten sind schon geöffnet. Ja, teilweise Die mit Kunstschnee, glaube ich, ja. Genau. Gut, dann noch ganz viel Spaß euch. Danke. Genau, und ich übe noch ein bisschen. Tschüss. Danke, tschüss. Tschüss. Dort sind's, sagt man, ne? Genau. Ich bin wieder in Eversberg. Mal sehen, wie das Zusammenspiel mit den Tversbraken diesmal klappt. Aber da ist heute Abend auch noch was Besonderes los. Auf dem Marktplatz findet gerade das Eversberger Adventssingen statt. Später machen alle beim Blockflötenkonzert mit. Warte, wir müssen jetzt eben Applaus machen. Ist schon wieder musikalisch hier bei euch. Oh ja, weißt du was? Du bist ein Tier. Das sag ich dir. Der haben beim Erkunden den Baum da oben im Wald gefunden. Er hat gerufen, lass mich nicht hier. Da haben wir mitgenommen, jetzt brauche ich Auf der Rückfahrt zu meinem Hotel mache ich noch einmal Station. 83, 284, 85, 286. Die Himmelsleiter schafft mich. Die sogenannte Himmelstreppe in Meschede hat 338 Stufen und ist am Abend ein echter Augenschmaus. Gebaut wurde sie anlässlich der Regionale 2013 als Aussichtsplattform über den Hennestausee. Sie soll den Ort und den See quasi miteinander verbinden. Wow. Schleife der Ruhr, da wo sie noch ganz jung ist, liegt die Verwaltungsstadt Arnsberg mit ihrer auf dem Berg gebauten historischen Altstadt. Dort habe ich mich am nächsten Tag mit den 3 Jungs verabredet. Oh nee! Tag! Das ist ja Sternibo. Was du sagst? Das kenne ich.
in der Feld ist Deo, Gloria. In der Feld ist Deo. Ach, ist das wieder nett. Egal wo ihr seid, ist sofort Ist immer was Tamtam, los, ne? oder? Genau. Okay, und das ist gleich das denkwürdige. Das ist das Hirschberger Tor. Gibt es da was zu sagen? Das ist ganz kurios. Das haben die Arnsberger den Hirschbergern geklaut. Oh. Jo, das stand nämlich früher stand das in Hirschberg. Was sagten sie für die Hirschberger nochmal? Wilddiebe wohl? Ja, genau. So. Und da haben sie das nämlich geklaut. Das war über so ein Lustschloss oder so. Nacht- und Nebelaktion. Ja. Zack, war's Jetzt weg. ernsthaft? Ja, da haben sie denen das geklaut Und und, hier wieder bupp steht's aufgebaut. hier. Ja, und die Hirschberger sind immer noch sauer. Und die Arnsberger freuen sich. Wahrscheinlich. Oder? Genau. Gut. Wo gehen wir lang? Da runter. So Richtung. Nehmt ihr mich so direkt so in der Mitte? Hier so in der Mitte? So. Sehr schön. Unser Rundgang führt vorbei an der Kirche St. Laurentius, in der für eine kurze Zeit einst die Gebeine der heiligen drei Könige verwahrt wurden. Dann gehen wir durch das sogenannte Klassizismusviertel über den Neumarkt mit der Auferstehungskirche auf den Alten Markt. Hinter dem blauen Gitter befindet sich eine Madonna aus dem 15. Jahrhundert. Sie steht in einer Nische des historischen Rathauses, das schon viele Stadtbrände heil überstanden hat. Ja, guck, das ist das alte Rathaus. Ja. Aha. Und da ist das Glockenspiel. Ein Glockenspiel am Rathaus. Ja. Das spielt Weihnachtslieder jetzt um diese Zeit. Ja. Warte mal, also das ist ein Glockenspiel, das jede Stunde spielt? Ja, Verschiedene Weihnachtslieder. verschiedene Weihnachtslieder. Aha. Aber halt eben ohne Halbtöne. Was jetzt bei Weihnachtsliedern nicht ganz so einfach ist. Weil da sind ja auch mal. Oh ja, stimmt doch, ne? Ja, ich sag dir, der Komponist, der war so wahrscheinlich sowieso komplett auf Dur fixiert. Das heißt, man musste die Lieder umkomponieren. Die haben die alle Man umkomponiert. musste die umkomponieren. Ganz ja. genau. Damit Damit es sich's nach nach was klingt. weihnachtlich anhört. Und wenn mal ein Ton fehlt, hast du einen parat, oder was? Ich habe einen mit, ja. Und wie wird das dann klingen? Ich würde das dann so ein bisschen auffüttern, das Wie ganze denn? Ding. Allerliebst. Die sind mit Halbton. Da brauchen wir gar kein Glockenspiel, du. Könnt ihr noch? Ja. Ah, komm, du schaffst das. Komm, ich schieb dich ein bisschen. So. Den alten Marktplatz mit dem Maximilianbrunnen säumen Gebäude aus der wechselvollen Geschichte der Stadt. Rechts vom Glockenturm das Haus zur Krim, in dem einst Arnsbergs Hexenrichter lebte. Dahinter die Altstadt mit ihren gut erhaltenen Patrizierhäusern und malerischen Gassen. Jetzt will Jupp mir noch was Ungewöhnliches zeigen. Hier müssen wir noch mal hingucken. Oh. Was, Lego an der Mauer? Ja, genau. Das ist schon so ein Berliner Künstler. Der baut kaputte Mauern mit Legosteinen. Das hat er, glaube ich, in 40 Städten weltweit hat er das gemacht. Ja, in oder? 40 Städten hat Flickt er er das solche gemacht. Mauern aus. An sich eine gute Idee. Also Ist auch ergänzt bunt. Kaputtes mit diesem. Ja. Und darf man dann weiterbauen? Man soll sogar weiterbauen. Ein Ja. lebendiges Kunstwerk. Kann ich dann erst kaputt machen? Nee, kaputt machen, nicht weiterbauen. Und was macht ihr jetzt da künstlerisch? Ja, pass mal auf, wir haben in mühevoller Kleinstarbeit, haben wir nämlich für dich auch ein bisschen gebastelt. Was habt ihr Vorarbeit Guck mal, gemacht? wir Ich will dir haben- nur ja, sagen, guck da mal. war ich den Nee. ganzen Tag dran. So, Was und wir jetzt jetzt fiel das gemacht ja gut. haben, extra für dich, Nee, hör da auf. spicken wir nämlich jetzt dieses Kunstwerk noch mit unseren kleinen, extra für dich gemachten Tannenbäumchen. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Ja, Zeig ist mal doch- her. ist Jetzt doch muss man die witzig, da ein wa? bisschen einbasteln, einbauen. Können wir hier so, guck mal. Zack. Zack. Weiter rüber. Und zack, haben wir ein Weihnachtskunstwerk. Die Turmbläser auf der Auferstehungskirche eröffnen traditionell den Weihnachtsmarkt in Arnsberg. Wir sind dabei. Das ist überhaupt der absolute Hit. Ah. Hallo. Ich glaub's nicht. Heuer ist
sein Moped hat jetzt einen Platten, aber ja, ein bisschen Verlust ist Aber das immer. war ja mal, also das ist ja eine Aktion. Ich glaube, jetzt müssen wir was trinken. Jetzt gehen wir mal was trinken. Das ist aber echt, ich glaube, es ist sehr beliebt, was du hier mit uns vorhast. Guten Tag. Haben Sie hier ganz Auch heißer Willi. Heißer Willi. Heißer Willi. Also da ist drin Dienheimer Schloss, Kerner Spätlese. Kerner Spätlese, Birnensaft, Birnengeist. Ja. Und dazu dann schöne Zimtstangen und Nelken. Oh, Birnengeist, Birnensaft, Zimtstangen und Nelken. Und das trinkt man hier auf Ihrem Weihnachtsmarkt? So, ja, unser eigenes Rezept, was wir kreiert haben. Prost. Prost. Hör mal. Lecker. Hör mal. Tschüsschen. Hör mal. Und Wonnig gibt's ja auch noch. In Arnsberg-Vosswinkel, nur wenige Autominuten vom Zentrum entfernt, liegt der Wildwald. Auch hier gibt es einen weihnachtlichen Markt. Auf diesem Weihnachtswaldmarkt kann es schon mal voll werden, hat man mir erzählt. Denn er liegt in einem Wildgehege, das ein wirklich tolles Ausflugsziel ist. So, Entdecker hier entlang, da kann man sich schon mal orientieren. Die große Wildwiese. Das ist ja eben nicht Zoo, sondern das ist hier ein großes Gebiet, wo man Verschiedenes entdecken kann. Wildschweinrevier, Waldvogelwelten. Riesig. Mal gucken. Menschen hinkommen mit besonderen Ausstellungsprodukten, künstlerischen Produkten. Begleitet werde ich von Michaela Selzer, die hier als Wildheggerin arbeitet. Auf unserem Rundgang lerne ich zunächst etwas über den Uhu. Der macht Uhu. Macht der Uhu? Der macht, darum heißt der Uhu. Tatsächlich. Uhu. Ja. Der kann den Kopf auch so mega weit Ja, drehen. das der ist- kann Ja, den Der kann ein bisschen hinten. bis hinten rum, ne? Der Uhu kann seine Augen nicht rollen, so wie wir. Ne? Der Uhu hat seine Augen ganz fest hier drin angeschraubt. Ich kann das. Ne? Und darum muss der den Kopf drehen. Du kannst sie rollen. Du Und kannst das sie kann der rollen. Uhu Deine nicht. Augen sind beweglich, das kann der Uhu nicht. Zwei Rundwege gibt es hier, die jeweils rund 4,5 Kilometer lang sind. Hunde dürfen übrigens nicht mit in den Wald, erzählt mir Michaela. Das liegt ja eigentlich auf der Hand. Was auch immer sie dann damit machen müssen. Hier läuft jetzt kein Weg hin, weil, wie gesagt, die sind. Und das ist ja auch ein sehr schöner Rundweg. Und auf dem Weg kann man eben Hirsche sehen. Und das ist toll. Man geht durch einen Wald und plötzlich steht mitten zwischen den Bäumen ein kapitaler Hirsch. Und das ist beeindruckend. Oder man geht durchs Wildschweingehege und plötzlich kommt eine Rotte, gerade im Frühjahr vielleicht, eine Bache mit ihren Frischlingen an einem vorbei. Muss Das man da ist- irgendwas bedenken? Wie muss man sich verhalten? Man muss auf den Wegen bleiben. Okay. Das ist eigentlich das Wichtigste und man darf nicht versuchen, die Tiere anzufassen. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Das würde ich ja immer so gerne. Ja, ich weiß, ich auch. Das ist, das sind zwei Rundwege, die hier 4,5 Kilometer haben. Und man kann hier schon sehr, sehr schön spazieren. Das Rotwild wird jetzt von Michaela gefüttert. Zurück auf dem Winterwaldmarkt begegne ich dem Nikolaus. Wart ihr drauf? Sehr gut. Super. Macht euch wohl. Bis zum nächsten Jahr. Sind das die von dem gusseisernen Waffeleisen? Ja. Und? Sehr gut. Ja, ich habe nämlich einen Tipp gekriegt, ich müsste unbedingt hier zum gusseisernen Waffeleisen. Das sollten Sie. Soll ich? Okay, mach ich. Danke.
Schön zu hören, schön zu hören. Was ist denn da das Besondere hier? Also das Besondere ist hier dran, das sind Eisen, die sind über 100 Jahre alt. Die haben wir mal schätzen lassen früher. Und die kriegt man ja heute gar nicht mehr. Ja, das sieht ja richtig... Und so wurde früher genau gebacken, wie wir jetzt hier backen. Ne? Die Waffel wird einmal geschwenkt, umgedreht, einmal von der Seite wird gebacken, dann dreht man wieder rum von der anderen Seite. Ne? Aber Sie müssen auch wissen, wie lange das dauert. Bis Gut, ich sage immer, ich zähle immer bis 100. Und wenn dann so eine junge Dame wie Sie da sind, dann wird es auf einmal schwarz oder sowas. Ne? So, und jetzt zeigen wir mal, gucken Sie mal hier. Ah, ein Gedicht. Jetzt geht's nach Soest, das ja im Mittelalter zu den bedeutendsten Hansestädten Europas gehörte. Wussten Sie das? Eine 1000-jährige Geschichte hat die alte Hansestadt am Hellweg auf dem Buckel. Die Soester Börde war fruchtbar und Sohlequellen zur Salzgewinnung gab's auch. Wen wundert's, dass man hier im Mittelalter richtig reich war. Um das zu feiern, hat der Soester Weihnachtsmarkt auch einen mittelalterlichen Teil. Den will ich zuerst besuchen. Viel verkleidetes Volk sieht man hier und altes Kunsthandwerk. Dieses rote Kleid, aber schau mal, das gefällt mir so gut. Ja, dieser Pelz. Aber was Das ist, wirklich ein schönes wo kommt es her? Das neueste Mode aus Burgund. Aus Burgund. Von wegen aus Burgund, aus der Soester Kleiderschneiderei Mittelalter. Guten Tag. Das ist ja hier wie so im großen Fundus. Ehrenamtlich nähen diese Frauen hier die Kostüme, die Gewandungen, die im Spätmittelalter in Soest en vogue waren. Diesen enormen Aufwand betreiben sie aber nicht speziell für den Mittelaltermarkt, sondern für ein Fest, das im Sommer stattfindet. Ja, wir nähen hier für die Soester Fehde. Das ist die Zeit im Spätmittelalter, also Anfang des 15. Jahrhunderts. Und diese Mode stellen wir nach. Die Schnittmuster haben wir uns von alten Gemälden abgeguckt. Es gab ja Gott sei Dank zu der Zeit Maler, die so naturgetreu gemalt haben, dass man jede Naht entdecken kann. Alle 2 Jahre wird die Soester Fehde vor der Kulisse der historischen Altstadt wieder lebendig. Akteure aus 12 Nationen beteiligen sich. Es ging um einen 5 Jahre dauernden Streit um Macht und Einfluss zwischen dem Kölner Erzbischof und der Stadt Soest, die Schutz beim befreundeten Herzog von Kleve suchte. Das Gewand von dem Jungherzog. Oh. Das ist ein Brokatstoff. Mit verschiedenen Schichten hier, ne? Der ganz in Falten gelegt ist. Und die weiten Ärmeln. Und das ist dann der Ärmel vom Hemd, der was drunter hängt. Und der hängt da so? Der hängt ganz einfach runter. Das Gewand des Herzogs von Kleve ist eins der aufwendigsten, das in der Kleiderschneiderei entstanden ist. Da haben wir zum Beispiel mal unsere selbstgenähten Knöpfe auch dran. Die sind ganz mit der Hand gemacht. Das kann ich Ihnen gerne mal zeigen. Knöpfe habe ich noch nie gemacht. Aber es ist gar nicht so schwer. Ein kreisrundes Stück Stoff wird eingereiht, zusammengezogen und zu einem Bällchen vernäht. Also hier nochmal drumherum, dann ist das ein handgenähter Knopf aus Stoff. Ja. Die mittelalterlichen Roben sollen nicht nur hübsch aussehen, sondern auch wirklich stilecht verziert werden. Die Soester Gewandmacherinnen halten sich ziemlich genau an ihre Vorlagen. Wie die Soester Fehde ausging? Als die Kämpfe 1449 endlich aufhörten, haben alle irgendwie ein bisschen verloren. Die Städte, die beim Erzbischof blieben, verloren die Hansestadt als Wirtschaftszentrum und alle überregionalen Wirtschaftsbeziehungen, die die Hanse geboten hatte. Aber auch Soest, das im Herzogtum Kleve blieb, wurde mit der Zeit ohne sein Hinterland immer schwächer. So ist das halt. Nur zusammen ist man stark. So, Gruppe hat sich versammelt. Man kann hier Schnupperführungen machen über den Weihnachtsmarkt. Frau Köster leitet die.
Man kann sich aber ein bisschen fragen, warum Führung? Ich kann ja mir selber den Weihnachtsmarkt angucken. Was ist denn der Vorteil? Das könnten Sie sicherlich, aber wir werden jetzt viele Stände besuchen, wo wir kleine Kostproben bekommen. Und da kann man schon mal so ausloten, wo man nachher vielleicht alleine noch mal hingeht. Wenn man mehr will. Ganz genau. Wir sind auf dem modernen Weihnachtsmarkt und der duftet, das kann ich Ihnen sagen. Zum Auftakt serviert uns Barbara Köster Quarkbällchen. Erstmal hier, sonst sieht es immer so aus, als wäre ich so gefressen. Gut. Geht direkt auf die Hüfte, ne? Und jetzt sind wir auf dem Weg zum Soester Grünsandstein. Das sind mit Wasabi umhüllte Macadamia-Nüsse. Ziemlich scharf. Und zum Schluss gibt's noch ein Gläschen vom Lustige Weiberlikör. Ja, dann zu wohl. Haut man das jetzt so weg oder trinkt man das schlückchenweise? Probieren Sie einfach mal. Weghauen? Ah, deswegen. Er hat das hier einfach so weggekippt. Macht man das als echter Soester so? Ja, klar. Okay, ich mach mit. Hier in Soest wirbt man damit, dass es den Weihnachtsmarkt schon seit 1841 gibt. Der Beweis? Eine Ankündigung aus dem damaligen Soester Kreisblatt. Aha. Eine Feuerzangenbowle. Das muss man doch hier trinken, oder? Ja, muss man. Aber dann für das gesamte Team. Also Sie besonders sehen ein nett. bisschen aus, als wollten Sie Skifahren gehen. Ja, ich habe das dickste rausgesucht heute, weil mir kalt war. Was hilft da jetzt? Ja, in Soest einfach schön von der Altstadt her, die Gassen, die alten Häuser, allein diese Aufteilung, dass es hier jetzt eigentlich so 3 Plätze sind, 3 Märkte sind, das ist eigentlich sehr schön. Man trifft viele Leute. Was für ein Lichterglanz! In der Giebelspitze des barocken Rathauses steht der Schutzheilige der Stadt, St. Patroklos von Troyes. Den Namen dieses römischen Märtyrers trägt auch der mächtige Dom, der aus Grünsandstein gebaut ist. Der Kölner Erzbischof brachte die Reliquien des heiligen Patroklos im Jahre 962 von Paris in seine damalige Nebenresidenz Soest. Der Dom von Soest ist ein Besuchermagnet. Allein zur Weihnachtszeit kommen jedes Jahr 80.000 Besucher hierher, um die westfälische Krippe zu bestaunen, in der das Weihnachtsevangelium mit vielen kleinen Geschichten drumherum erzählt wird. Hier treffe ich Domküster Georg zur Heiden, der die Krippe kennt wie kein anderer. Insgesamt kann man die Krippe von 6 Seiten her sehen. Aha. Wir sehen hier vorne den Josef mit dem Esel. Ach, da ist der Da Esel ist der jetzt. Josef mit dem Esel, genau. Dahinter ist Maria mit dem Verkündigungsengel. Und sie sind ja auf der Reise. Sie sind ja auf dem Weg nach Bethlehem und sie machen hier Rast. Ach, und sie ist da, die Maria Und ist in sie, dem Haus. Maria sitzt doch vorne im Haus am gedeckten Tisch, ruht sich aus, während Josef sich um den Esel kümmert, Futter, ums Gepäck und mit den Leuten hier aus der Soester Börde, wie diesem Hirten hier vorne, ins Gespräch kommt. Also es sind also wirklich immer kleine Szenen. Es sind die immer hier kleine inszenieren. Szenen. Und der Esel sieht ja schon ein bisschen aus wie ein älteres Modell, oder? Der Esel ist ziemlich alt, er gehört also schon zu den ältesten Figuren hier. Und
als Kind waren die Figuren der Krippe einer meiner liebsten Spielkameraden. Glaube ich sofort. Denn wer konnte schon mit dem Esel spielen von Maria und Josef? Kaum einer. Natürlich hat das meinen Eltern sehr viel Sorgen bereitet, dass auch ja nichts passiert. Und er hat leider schon die eine oder andere Macke bekommen durch das Spiel. Aber er ist Gott sei Dank ganz geblieben, heil geblieben. Das ist ja die westfälische Ideallandschaft hier, oder? Ja, so könnte es gewesen sein in Bethlehem, wenn Bethlehem in Westfalen gewesen wäre. Dann könnte es so sein, wie wir es hier gerade sehen. Also mit einem Fachwerkhaus, mit den typischen Menschen hier aus der Soester Börde, in einem blauen Kittel gewandet, die Damen hier die Wäsche aufwalten. Das ist echtes Moos, Torf. Wir haben sogar Grassamen eingesät. Der geht auch auf. Mein Vater hat mit der Krippe angefangen. Mein Vater ist mein Vorgänger, auch hier als Küster. Und ich bin so als Kind mit hineingewachsen. Und immer, wenn wir unterwegs waren, irgendwo, dann gab es mal ein Töpfchen, eine Schale. Und so ist das immer weitergekommen. Hier in Soest findet seit 2016 auf dem Platz vor dem Patrokli-Dom direkt am Weihnachtsmarkt ein großes Adventssingen statt. Jeder kann mitmachen. Es kommen aber auch die Chöre der Stadt, unterstützt von einer Chorleiterin. Am Abend bin ich wieder in Eversberg zur Probe mit den Tversbraken verabredet. 2 Tage noch bis zu unserem Auftritt. Den Baum da oben im Wald gefunden. Er hat gerufen, lass mich nicht hier. Da haben wir mitgenommen, jetzt brauch ich ein Bier. Schon beim Schmücken war uns klar, der Baum wird stehen bleiben bis Januar. Und am Abend strahlte endlich Sauerland. Jetzt sind wir zum ersten Mal ganz durchgekommen. Mina, wer hätte dies gedacht? Ah, Mensch, doch. Was? Ach, ist das schön. Mann. Das macht Spaß. Komm, lass mit dich mal euch. drücken. Ach, Mensch. Und zur Feier des Tages machen wir noch einen späten Ausflug. Die 3 Jungs haben mir was Originelles und typisch Sauerländisches versprochen. Ist das Terminchen oder was? Ist das Sagt man schon? im Sauerland, sagt man für Frauen S. Okay, jetzt mal einsteigen, Jungs. Wo Wir soll fahren ich denn los. jetzt hin? Ja, das, Oh. ihr seid doch eingespielt. Komm, kriegen wir die alle ins Auto hier. Einer lang, einer rund, einer mittelrund. Ich bin aber gelenkig, ja. So, jetzt kein Gezeter. Geht Auf das? nach Fisbeck. So, auf geht's. Fisbeck, wir kommen. Nur 15 Minuten von Eversberg entfernt. Der Weihnachtsmarkt im 300-Seelen-Ort Fisbeck soll der kleinste im Sauerland, wahrscheinlich sogar in ganz Nordrhein-Westfalen sein. Er besteht nämlich nur aus einer einzigen Glühweinbude mit Tannen drumrum. Aber an allen Öffnungstagen ist es hier proppevoll.
Und da wird einem warm von euch, das merkst du schon. Ehrlich gesagt, was braucht man eigentlich mehr? Die Stimmung ist auf jeden Fall super. Da hast du schon mal Lasten gegeben. Am nächsten Morgen bin ich früh nach Iserlohn gefahren, genauer in den Stadtteil Lettmate. An dem Bahnhofschild sehen Sie schon, was es hier Besonderes gibt. In Lettmate ist die berühmte Dächenhöhle. Dächenhöhle, die einzige Höhle mit einer eigenen Bahnstation immerhin. Und irgendwann kommt das Bähnchen hoffentlich auch. Verabredet bin ich hier mit einem Musiker-Urgestein. Rainer Hensch von der legendären Rockband Zoff ist in Lettmate aufgewachsen. Das ist es, das berühmte Sauerlandlied. Wo die Mädchen noch wilder als Kühe sind. Da geht nicht auf. Hallo. Tag. Ich freue mich. Ich auch. Ich habe mich schon gerade eingegroovt mit dem Sauerland. Ja. Wo die Mädchen wilder als Kühe sind. So sagt man so. Sagt man so. Ich bin tiefenentspannt. Ja, das ist gut. Ich auch. Instrument gleich ja, mit? Ja, natürlich. Wollen wir erstmal irgendwie ein bisschen rein, gemütlich? Ja, okay. Gut. Rainer wohnt mittlerweile im hohen Norden. Aber in die Dächenhöhle geht er immer mal wieder gern. Vor allem, wenn dort was Besonderes los ist. Wie heute. Das ist eine andere Nummer. Tag. Ja. Was ich ja in der Schule noch gelernt habe, ja. Damals, was ich mir noch behalten habe, die haben das damals entdeckt beim Bau der Bahn. Da ist einem der Arbeiter ein Hammer auf einmal verschwunden, in ein Loch gefallen. Dann haben die in dem Loch gesucht nach dem Hammer. Ah, nee. Ja. Mensch. Siehst du? Das ist ja, das muss ja ein großer Moment gewesen sein. Ein bisschen eng. Oh, Vorsicht, Kopf. Das ist echt Höhle hier. Und hier ist es natürlich schon mal, ne? Das kenne ich noch von früher. Instrument. Darf man gar nicht anfassen. Haben wir auch nicht gemacht. Ist aber schön. In der Adventszeit wird die Dächenhöhle zu einer ungewöhnlichen Konzerthalle. An vielen Stellen in dieser wunderbaren Kulisse spielen Musiker. Manchmal kommen an so einem Tag mehr als 1500 Besucher. Oh. Das sieht aber toll aus. Und hier Lichtinstallationen, weihnachtlich. Hey. Natürlich ist die Höhle auf dem ganzen Rundweg festlich beleuchtet. Das ist ja Miete. Miete. Steht. Und die Stalaktite hängen. Das war's, ne? Genau. Das war die Bergbrücke. Und da sind wir beim ersten Konzertsaal mit Spielmann Michael Völker aus Herne. Das sind zwei Musiker aus Minsk, die hier schon seit vielen Jahren mitmachen. Eine Höhlenhalle weiter wird's exotisch. Gundula Büsterbosch aus Lettmate spielt das indonesische Instrument Angklung.
Nach gut einer Stunde ist der musikalische Rundgang beendet. Wir sehen wieder Tageslicht. Aber eigentlich können wir uns gar nicht losreißen von der tollen Atmosphäre. So ein schönes Endbild. Siehst du, hast du das mal in der Weihnachtszeit erlebt? Und ich auch. Schöner Klang. Beinahe. Nee, das musst du jetzt mal. Oh, Ein tolles war doch gar nicht Instrument auf schlecht. jeden Fall schon mal. Aber Ja. Wie hat es eigentlich mit dir angefangen, mit dir und dem Instrument? Ja, Das ist ja mit dem hier eine schöne Instrument, Harmonie. Ich habe meine erste Gitarre bekommen, zu Weihnachten auch, Mhm. Heiligabend. Da war ich so 10 oder so ungefähr und ich fand es eigentlich nicht so doll mit der Gitarre. Ja, warum? Da konntest du nicht viel mit anfangen. Weißt du, bei uns in der Verwandtschaft, da gibt es Onkel Werner und der konnte immer richtig Stimmung machen mit einer Gitarre. Der hatte immer gesungen, ich helf wohl in Hamburg und Fährmaster sind to my old day. Das ist halt, ja, was Oder anderes. Sing mal ciao von der Bossa, sing kau, yo, yo. Das fandst du nicht so cool? Das fand ich nicht so cool. Bis dann natürlich eines Tages dieser Akkord quasi die Welt verändert hat. It's been a hard day's night. Das war auf einmal, da gab es auf einmal Beat, Rock, die Beatles, die Stones, Kings, Jimi Hendrix und auf einmal wusstest du, was du mit so einer Gitarre anfangen kannst. Ja. Also habe ich das Ding wieder aus dem Schrank geholt und habe Akkorde gekloppt, geübt. Und es gab eigentlich in dieser Linie Iserlohn, Lettmate, Hohenlimburg, Hagen, da muss ein großer kreativer Tropfen hingefallen sein. Es gab so viele Bands, die ja immer noch spielen und sehr erfolgreich waren auch in dieser Ecke und hinterher dann auch die berühmte Band Zoff Ja, das war ja eure dann, ne? mit dem Sauerlandlied, ja. Genau. Ihr hattet euch ja dann irgendwann getrennt Ja. und dann ist aber Zoff wieder zusammengekommen. Ja, ich wollte erst nicht so recht, weil ich konnte mir das eigentlich kaum vorstellen, dass man nach über 20 Jahren wieder mit der Band und wieder die alten Verstärker und die Gitarren aus dem Keller holt. Ja, das hat dir doch Aber bestimmt gefehlt, oder? ja, ich habe es gemerkt, dass es mir gefehlt hat, als wir es dann gemacht haben. Weil Da waren wirklich die Säle voll, die Leute total begeistert und die haben wieder alle Texte mitgesungen und ich habe gemerkt, es hat denen doch was bedeutet. Glaube ich sofort. Die klopfen mir heute noch auf die Schulter und sagen, Mensch, deine Songs haben mich mein halbes Leben lang begleitet. Das ist Was doch will toll. man mehr? Ja, das ist doch schön. Ja. Und jetzt schreibst du ja auch noch. Um was Ja. geht's denn in deinen Büchern? Ja, es geht eigentlich um dieselben Menschen, die auch in meinen Songs vorkommen. Also irgendwie so normale Menschen mitten aus dem Leben, die reichlich beklopptes, verrücktes und auch manchmal lustiges, komisches Zeug erleben. Auch ernsthafte Sachen. Aber es spielt hier im Sauerland? Es spielt im Sauerland. Es ist aber jetzt nicht nur für Sauerländer. Ja. Okay. Also ganz schön, es sind sehr witzige, lustige Bücher, unterhaltsam und ich bin damit unterwegs, so 20, 30 Mal im Jahr. Und die Gitarre ist auch mit. Und die Gitarre ist natürlich dabei. Ja. Dann kannst du doch jetzt noch einmal das schöne Sauerlandlied spielen. Ja. Ich habe mal jetzt zur Feier des Heiligen Festes einen eigenen Text gemacht. Ich darf den mal. Sehr gerne. Ja, ich hab ein bisschen umgedichtet. Weihnachtliches Sauerland. Ja, nicht so ganz. So. Hör mal zu. Fintrop ist dunkel. Gleich kommt der Weihnachtsmann. Wann dauert das so lange? Komm, wir trinken noch einen Grog. Dann zünd ich schon mal gleich die Kerzen an. Unser Baum ist echt der Hammer. Ein wunderschönes Teil. Da hat das scheiß Lametta plötzlich Feuer gefangen. Da schütten wir uns erstmal noch ein. Sauerland, das ist Weihnachten im Sauerland. Die Hütte war fast abgebrannt. Die Kerzen, die funken, wir waren schon betrunken. Sauerland, die Feuerwehr kam angerannt. Und da, wo sonst die Hütte stand, da qualmen die Reste im Sauerland. Oh.
Ich bin ja schon ein bisschen nervös, was das Konzert mit den Tversbraken angeht. 180 Leute sollen kommen. Vor der Kamera stehen, das bin ich ja gewohnt. Aber auf der Musikbühne mit meiner Geige, das habe ich noch nicht so oft gemacht. Hallo Tamina, ich habe gehört, du bist im schönen Sauerland unterwegs. Das ist meine Heimat. Und ich würde dich gerne nach Drolshagen einladen. Da bin ich aufgewachsen und da gibt es heute was ganz Tolles. Wir sollten uns um 17:30 Uhr auf dem Marktplatz treffen. Ich freue mich schon auf dich. Das ist ja nett. Anne Wilmes, 17:30 Uhr auf dem Marktplatz. Klar, mache ich. Also auf nach Drolshagen. Aber vorher zeigt Ihnen Anne Wilmes erstmal das sauerländische Attendorn, in dem sie geboren ist. Ich habe der Kollegin mein Filmteam geliehen. Attendorn ist ein beliebtes Einkaufsstädtchen. Wahrzeichen des Ortes ist der Sauerlanddom, eine gotische Hallenkirche mit vielen Schnitzarbeiten und aufwendigen Fensterverglasungen. Nicht weit davon befindet sich das Südsauerlandmuseum. Hier kann man die Geschichte Attendorns studieren. Es ist im alten Rathaus der Stadt untergebracht. Was man in Attendorn machen sollte, sich die gut erhaltenen Fachwerkhäuser anschauen. Zum Beispiel hier in der Vergessenen Straße. Die alten Häuser haben viele Stadtbrände überstanden. Jetzt möchte ich Ihnen noch die Attendorner Senfmühle vorstellen. Ein kulinarisches Highlight ist der Rumtopf, der dort verkauft wird. Kurz vor Weihnachten, sagt Besitzerin Silvia Hilsmann, soll der regelmäßig ausverkauft sein. Und netterweise zeigt mir Silvia gleich auch noch ein Rezept mit Rumtopf. Da ist zunächst einmal die geschlagene Sahne. Das ist natürlich schon eine Kalorienbombe. Ja, mit so viel absolut. Sahne. Aber man darf auch mal sündigen. Genau. Und als Sauerländer Genau. rennt man einfach dann um die Bicke und dann ist es wieder weg. Genau, so sieht's aus. Ist denn das jetzt dazu? Genau, das ist jetzt das Schwarzbrot, habe ich ein bisschen zerbröselt. 6 Esslöffel, ne? Ja, bei der Größe reichen auch 4. Ja, wir nehmen jetzt 6 Löffel von dem Puderzucker, damit auch ordentlich Kalorien drin sind. Ich darf rühren? Gerne. Und Das als heißt, die nächstes, Sahne war jetzt wahrscheinlich noch nicht vorgesüßt, oder? Die war nur geschlagen. Nein, da ist kein Zucker drin. Das wäre Nein, dann, da ist glaube ich, zu viel. So, dann machen wir mal den Rumtopf auf. Ja, und dann kommt einem direkt der leckere Geruch entgegen. Ja, das ist wirklich toll. Was ist da genau alles drin? Ich tue grundsätzlich immer nur 3 Früchte rein. Erdbeeren, Kirschen und Pflaumen. Und ich kann mir vorstellen, selbst wenn Sie mir jetzt Ihr Rezept geben würden, ich würde es nicht so gut hinkriegen. Was ist so Ihr Geheimtipp dabei? Gibt es da was? Da gibt es was, aber das kann ich nicht verraten. Das habe ich mir gedacht. Okay, also Rumtopf zur Sahne. Umdrehungen treffen Kalorien. Das kann man so sagen. Kann man so sagen. Also wer sich das ausgedacht hat. So, Genau. das füllen wir jetzt in Gläser. Jetzt hoffe ich, dass ich nicht kleckere hier. So? Ja, ich würde sagen, das reicht. Bei den Früchten reicht das. Und das kommt jetzt für ca. 30 Minuten ins Gefrierfach. Oh ja, das ist jetzt allerdings gefrostet. Genau, das ist gefrostet. Und Sauerländer Schlagrahm, ja. Ich bin und gespannt. wenn das gefrostet ist, dann kommt noch so eine schöne Kirsche oben drauf. Wollen wir das mal machen? Ja. Das schmeckt göttlich. Kommt in meine
Rezeptkiste zu Hause. Da sehe ich noch ein paar Muss man Früchte. nur den Gästen auch vorher ankündigen, es kommt noch ein Knaller zum Schluss, sonst essen die sich wahrscheinlich schon satt. Das ist ja hier auch noch mal ordentlich. Genau. Und wenn Sie schon mal in Attendorn sind, im Advent findet jeden Abend vor dem Rathaus eine kleine, stimmungsvolle Feier statt. Die Mitglieder der Kirchengemeinde versammeln sich um einen großen Adventskranz mit vielen Kerzen. Jedes Mal ist es ein Kind, das eine weitere Kerze zum Brennen bringt. Wichernkranz heißt die Installation nach Johann Hinrich Wichern, einem Hamburger Pfarrer aus dem 19. Jahrhundert. Ja, der Wichernkranz mit seinen vielen Kerzen. Warum so viele Kerzen? Ich kenne nur 4. Ja, die Adventszeit beginnt ja am 1. Advent und das kann ein 27. November sein, das kann auch der 1. Dezember sein, aber auf jeden Fall, Johann Hinrich Wichern hat versucht, den Kindern deutlich zu machen, mit dem 1. Advent beginnt diese Zeit, wo wir auf das Weihnachtsfest zugehen und die Kinder, die immer gefragt haben, wann ist es denn endlich soweit, wann ist Weihnachten, denen konnte er so zeigen, von Tag zu Tag, wir gehen immer mehr auf das Licht der Liebe Christi zu. Am Montag zünden wir die nächste kleine Kerze an, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Und dann ist schon der 2. Advent da mit der nächsten größeren Kerze. Und so hat er den Kindern nahebringen können, was Adventszeit bedeutet. Warum denn in Attendorn diese Tradition? Das hängt einfach damit zusammen, dass wir hier auf diese Idee gekommen sind, vor dieser Kirche noch einmal darauf aufmerksam zu machen. Dieser Wichernkranz ist ursprünglich für arme Kinder erfunden worden von dem Johann Hinrich Wichern im Rauen Haus. Das war ein Kinderheim und er soll eben auch diesen Sinn auch für die heutige Zeit deutlich machen, wo neue Kinderarmut entstanden ist. Das merken wir auch hier am Ort. Rau pfeift der Wind nachts über den Biggesee. Dieses futuristische Bauwerk ist der sogenannte Biggeblick. Manche nennen ihn auch Attendorn, weil er wie ein Dorn in den Himmel ragt. Den muss ich Ihnen unbedingt noch zeigen, bevor ich nach Drolshagen fahre. Müsste sie ja eigentlich gleich kommen. Hallo! Hey, hallo! Das ist ja total. Wir sind mega voll bei euch. Der ganze Weihnachtsmarkt, finde ich, ist der Wahnsinn. Ja, der Marktplatz ist voll. Ja, das ist ja dein Heimspiel hier jetzt, ne? Sozusagen. Ja, und was erwartet uns jetzt hier? Das ist eine Überraschung. Aha. Es gibt in Drolshagen jede Menge Chöre, 15 insgesamt, Frauenchöre, Männerchöre, gemischte Chöre. Und die haben heute eine gemeinschaftliche Aktion organisiert. Irgendwoher werden die gleich kommen. Aber freut mich total. Ja, ich Guck mal hier, du bist auch so eine kleine Nicolette, ne? Ja, genau. Lass uns ziehen, lass uns ziehen. Drolshagen nennt sich selbst gern die singende Stadt. Unter den hier anwesenden Chören ist sogar ein Meisterchor. Das Konzert heute findet zum ersten Mal in dieser Form statt, als gemeinschaftliche Aktion der Vereine. Das Lied haben 170 Sänger und 4 Trommler gemeinsam eingeübt.
ist das jetzt? Du hast ja 3 Kinder, ne? 11, 9, 7. Nee, 9, 7 und 3,5. Ich muss immer selber erst überlegen. Ich auch, ja. Ich muss auch jetzt 7 und 5 habe ich ja. Genau. Also wir sind da quasi die gleiche Gemengelage. Ja. Wie feiert ihr denn mit den Kiddies jetzt Weihnachten? Da ist ja doch immer was anderes, wenn man dann Kinder hat, oder? Ja, aber schon wieder so wie früher. Ja? Also so wie man es selber oder wie ich es als Kind erlebt habe. So wirklich auch mit Glöckchen und Weihnachtsbaum ist schön beleuchtet. Und vorher noch, entweder gehen wir in die Kirche oder ja, es gibt immer so ein Bläserkonzert bei uns in der Nähe, wo wir hingehen, was wir uns anhören. Also schon so stimmungsvoll, wie ich es früher als Kind auch erlebt habe. Und das finde ich ist das Schöne. Das kriegt man ja erst wieder hin, wenn man eigene Kinder hat. Ja, dass man das so nochmal leben kann und sich dann nochmal so richtig weihnachtlich auch fühlen kann. Das heißt, es ist auch immer das gleiche Ritual, was ihr dann lebt? Eigentlich schon. Weil die Kinder wollen das ja, glaube ich, dann auch gerne. Ne? Die brauchen das. Das Glöckchen, kommt das jetzt wann und so? Ja. Wobei bei den Älteren ja schon dann immer die Frage kommt, wer hat das denn geläutet? Ist das jetzt bei dir? Ja, das ist ja schon so, ne? Hast du denn zwischendrin anders gefeiert, als du keine Kinder hattest? So? Ja, automatisch. Ja? Dann Warst ist man du ja auch lieber immer zu noch Hause, so, ja, doch schon, aber dann ist man ja trotzdem noch nicht so die eigene Familie, das ist dann nochmal was Besonderes, finde ich. Und ich sage aus ganzem Herzen, ich freue mich total, dass wir uns mal treffen. Ja, ich weil wir auch. 2 Kolleginnen ja immer irgendwie separat, getrennt voneinander irgendwo moderieren und unterwegs sind. Und jetzt haben wir uns hier mal auf dem Kinderpunsch getroffen. Ja, genau, Kinderpunsch. Ja? Und ich Riecht freue mich exotisch. total, dass wir das mal hingekriegt haben. Und jetzt ist er da, der große Tag der Weihnachtsaufführung mit den Tverspraken und mir an der Geige. Ich bin spät dran. Au. Hier mitten im Nirgendwo. Was machen wir denn jetzt hier, Nikolausi? Ich frage jetzt nochmal nach. Hallo? Hallo. Hallo. Was ist los hier? Das wissen wir auch nicht. Stau oder was? Geht irgendwie nicht weiter, aber geht mit Sicherheit gleich weiter. Ja? Wir müssen mal warten, das klappt mit Sicherheit. Ja, optimistisch. Okay, ich Alles versuch's, klar. danke. Tschüss. Was den Stau verursacht hat, habe ich nie erfahren. Ich wollte bloß pünktlich in Eversberg ankommen. Schön weit. Das ist die Spurstief egal. Oh, oh. Guck mal, wer da kommt. Sorry. Ich bin eigentlich immer, normalerweise bin ich total pünktlich. Ach, hi. Da war schon voll Na, wie ist Stimmung es? in der Bude hier. Ja, sicher. Alle Ist aber schön, dass du Judith da bist. Ja, bin ich auch gut. Seid ihr hier am Grad? Was ist das für ein wildes Lied hier? Ja, aber Nichts genau, Weihnachts- da haben wir mal weihnachtlich? überlegt, wie viele Worte du brauchst, um im Sauerland klarzukommen. Dann haben wir sie aufgeschrieben, gezählt und dann waren es 5. Ker, Woll, El, Hömmer und Sauerland. Und davon haben wir ein Lied gemacht. Ui, hey, ihr seid ja der Hammer. Das sag ich Okay. dir. Ja, ich pack mal aus, macht mal weiter. Ich hör mal ein bisschen. Hast du hin. den geübt? Sogar auf dem kahlen Asten. Sowas habe ich Ja, noch nie gemacht. im Schnee. Oben, nicht Schnee, aber 0 Grad und 800 Meter oder noch mehr, ne? Blick über den Nebel und dann ich mit meinen Weihnachtsweisen. Oh, Man hält ja. es kaum aus. Ich sag es euch. Vom Himmel hoch. Schön. Sollen wir denn das Weihnachtslied noch mal machen? Vielleicht schon. Kurz vor dem Konzert wollen wir unser Lied noch einmal durchspielen. Ja, passt. Vorerst Spiel. Ja, mach ich. Draußen schneit's und ich denk mir, okay, letztes Jahr war das auch noch mehr. Das Christkind war schon vor Stunden hier.
stille Nacht auf dem Klavier. Früher sah's hier noch anders aus. Spritzgebäck im Fachwerkhaus. Jetzt gerade eben, da könnte ich schwören, war deine Stimme wieder klar zu hören. Du sagtest, nee, nee, ich wollte nicht. Nee, nee, ich wollte nicht. Mit dem Christbaum ist ja nicht viel los. Der ist treu und viel zu groß. Nee, nee, ich wollte nicht. Warum bringt ihr denn so ein Ding? Jetzt den ganzen Wein kein anderer Stadt. Es ist doch Weihnachten im Sauerland. Mit dem Christbaum ist ja nicht viel los. Der ist treuge und viel zu groß. Nee, nee, ich wollte nicht. Nee, nee, ich wollte nicht. Das Herz besiegt oft den Verstand. Frohe Weihnachten im Sauerland.